Eine Wasserkühlung für einen Laptop klingt erstmal wild, aber genau darum geht es bei der XMG Oasis. Die Oasis ist eine externe Wasserkühlung für unser XMG Neo 16. Sie wird neben dem Laptop auf dem Tisch platziert, per Schlauchsystem verbunden und ergänzt das interne Luftkühlsystem um einen zusätzlichen externen Kühlkreislauf. In diesem Video zeigen wir dir, was die Oasis macht, wie sie funktioniert und wie du sie einrichtest und worauf du im Alltag achten solltest. Wenn du also Interesse am XMG Neo 16 hast und noch nicht ganz genau weißt, ob du die Oasis dazu brauchst oder auch einfach wissen möchtest, wie eine externe Laptop-Wasserkühlung funktioniert, dann bleib unbedingt dran. Seit 2022 gibt es die XMG Oasis mittlerweile und heute schauen wir uns mal die neueste Variante in Verbindung mit unserem aktuellen Flaggschiff an. Also, gehen wir rein. Aber wofür ist eigentlich eine externe Laptop-Wasserkühlung gut? Die XMG Oasis ist ein optionales Zubehör für Oasis-Ready Laptops, aktuell also für das XMG Neo 16, sowohl in der Variante mit AMD als auch mit Intel-CPU. Unter Last entsteht im Laptop nämlich viel Wärme und normalerweise wird sie über Heatpipes, Kühlkörper und Lüfter abgeführt. Die XMG Oasis erweitert dieses System. Eine Pumpe bewegt destilliertes Wasser durch einen zusätzlichen Heatpipe-Kreislauf des Laptops, nimmt dort Wärme auf und transportiert sie zurück zur Oasis. Dort wird sie über Radiator und Lüfter wieder abgegeben. Das entlastet die interne Kühlung und verbessert das thermische Verhalten sofort. Wichtig dabei, das XMG Neo 16 ist auch ohne Oasis ein vollwertiger High-End-Laptop, der die maximalen Power-Limits seiner Komponenten problemlos mit seinem Kühlsystem ausreizen kann. Dabei arbeiten die Lüfter super tieffrequent, wodurch das Neo für seine Leistungsklasse angenehm leise klingt. Die Oasis ist kein Muss, sondern ein zusätzliches Komfort- und Kühlungsupgrade für dein Setup. Am deutlichsten zeigt sich der Vorteil bei intensiven Gaming-, Streaming- oder Rendering-Sessions. Durch die zusätzliche Kühlfläche außerhalb des Laptops kann Wärme effizienter abgeführt werden. Das sorgt nicht nur für niedrigere Temperaturen, sondern auch für ein angenehmeres Geräuschprofil, weil die internen Lüfter weniger stark arbeiten müssen. Die Oasis macht den Laptop nicht lautlos und ist auch kein reiner FPS-Booster. Ihr Vorteil liegt in der bestmöglichen Kombination aus Leistung, Kühlung und Akustik über längere Zeiträume. Wie sich diese Vorteile genau in Zahlen äußern, schauen wir uns später noch mit ein paar Benchmarks an. Außerdem noch ein kleiner Fun-Fact: Aktuell läuft das XMG Neo 16 im Idle und deswegen hat sich die Oasis auch intelligent abgeschaltet, da sie aktuell nicht benötigt wird. Zuerst wollen wir aber einmal erklären, wie man die XMG Oasis überhaupt nutzt und welche Einstellungsmöglichkeiten du hast. Für die Einrichtung stellst du die XMG Oasis zunächst aufrecht auf den Tisch. Verbinde anschließend die Schläuche mit der Oasis und dem Laptop. Die Anschlüsse sind selbstversiegelnd und in der aktuellen Produktgeneration mit einer mechanischen Verriegelung versehen, wodurch der Schlauch sehr einfach anzubringen ist. Dabei macht es hier auch zweimal Klick. Danach befüllst du die Oasis mit destilliertem Wasser. Jegliche andere Flüssigkeiten wie Leitungswasser oder spezielle Kühlflüssigkeiten solltest du auf gar keinen Fall einfüllen, da dies die Langlebigkeit deutlich reduzieren kann. Die Oasis ist spezifisch für die Nutzung mit destilliertem Wasser konzipiert. Bei der zweiten Generation der Oasis wurde das Befüllen deutlich vereinfacht. Der Einfüllstutzen ist größer ausgeführt und nutzt einen verschraubten, wasserdichten Verschluss. Gleichzeitig lässt sich der Wasserstand leichter kontrollieren. Der Füllstand sollte später etwa auf bzw. leicht unter der Maximummarkierung liegen. Es ist beim Einfüllmodus, den du erreichst, wenn du die Power-Taste 5 Sekunden gedrückt hältst, übrigens normal, dass der Wasserstand etwas absinkt. Dadurch wird nämlich der Einfüllmodus aktiviert, bei dem die Pumpe Flüssigkeit in den Kühlkreislauf leitet. Du kannst dann ganz einfach noch das bisschen bis knapp unter Maximum nachfüllen, wenn du möchtest. Das Gehäuse ist sehr kompakt und steht als schlanker Tower auf dem Schreibtisch. Zusätzlich verfügt die Oasis über eine optionale RGB-Beleuchtung an Lüfter und Reservoir, die du über das Control Center steuern kannst. Die Stromversorgung erfolgt über das Laptop-Netzteil. Dieses wird an die Oasis angeschlossen und von dort an den Laptop weitergeleitet. Nun startest du den Laptop, aktivierst Bluetooth und öffnest das XMG Control Center. Dort verbindest du die Oasis, woraufhin Pumpe und Lüfter anlaufen. Beim ersten Start können Luftblasen im Kreislauf das Ganze ein bisschen unrund klingen lassen. Dafür ist besagter Einfüllmodus im Control Center. Er hilft dabei, Luft aus dem System zu entfernen. Unterstützend kannst du die Oasis vorsichtig in verschiedene Richtungen neigen. Dann checkst du am besten direkt mal alle Anschlüsse, also am Laptop und direkt an der Oasis, dass alles dicht ist und nichts ausläuft. Sobald dann das Betriebsgeräusch gleichmäßiger wird, ist das System einsatzbereit.
Zur Nutzung der Oasis im laufenden Betrieb hast du im Control Center die Wahl zwischen verschiedenen Leistungsprofilen mit leise, hohe Leistung, Maximum und automatisch. Technisch interessant ist dabei, dass die Oasis nicht einfach an beliebige Geräte angeschlossen werden kann. Der Laptop benötigt spezielle Anschlüsse, interne Kühlkanäle sowie die passende Sensorik und Softwaresteuerung. Deshalb müssen kompatible Geräte bereits ab Werk Oasis ready sein. Wenn du die Oasis wieder trennen möchtest, hast du zwei Optionen. Bei der ersten drückst du einfach auf den Power-Button der Oasis und dann geht sie aus. Als zweite Option beendest du die Verbindung zunächst im Control Center und wartest kurz, bis Pumpe und Lüfter stillstehen. Da der Schlauch beim Verbinden eingerastet ist, drückst du nun beim Ziehen an beiden Seiten des Konnektors, damit sich die mechanische Verriegelung löst. Dann kannst du den Schlauch ganz einfach trennen. Es kann sein, dass dabei noch ein paar Tröpfchen austreten, also nimm einfach ein Mikrofasertuch oder irgendwas, das du gerade zur Hand hast, um diese aufzufangen. Die Anschlussmechanik wurde über die verschiedenen Oasis-Generationen kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb unterscheiden sich die Komponenten je nach Anschlussversion leicht. Bei aktuellen XMG Neo 16 Modellen kommt die V4-Verbindung zum Einsatz. Beim gemeinsamen Kauf von Laptop und Oasis liegt der passende Schlauch bereits bei. Wenn du deinen Laptop transportieren willst, sollte die Flüssigkeit aus dem Laptop abgelassen werden. Dafür liegt ein passender Abflussadapter bei. Je nach Anschluss, den du an deinem Laptop hast, setzt du den Abflussadapter dafür entweder direkt am Laptop oder am Schlauch an, um die Restflüssigkeit abzulassen. Dabei kommt natürlich auch die Frage auf, ob man denn nun bei jedem noch so kleinen Transport sofort die Restflüssigkeit aus dem Laptop lassen muss. Die Antwort ist Jein. Die Wasseranschlüsse am Laptop sind ja selbstversiegelnd und wasserdicht. Also kann man bei dieser Generation die Oasis vom Laptop trennen und den Laptop auch mal woanders hinstellen. Wenn der Laptop aber länger transportiert werden soll, dann ist es auf jeden Fall die sicherste Option, das Wasser kurz abzulassen. Sobald du das Wasser abgelassen hast, trocknest du nochmal alle Wasseranschlüsse an der Rückseite des Laptops und dann kannst du ihn einpacken. Wichtig ist auch die Frage, wie oft man die Flüssigkeit wechseln sollte. Unsere Empfehlung lautet alle 3 Monate. Das klingt zunächst häufig, ist aber eine sehr einfach durchzuführende Vorsichtsmaßnahme. Der Wasserwechsel ist schnell erledigt. Ablassen wie beim Transport, dann neu auffüllen wie bei der Ersteinrichtung und das war's schon. Schäden durch verunreinigtes Wasser, Ablagerung oder Korrosion im Kühlkreislauf wären dagegen deutlich aufwendiger und können im Worst Case auch den Kühlkreislauf im Laptop betreffen. Denn selbst bei sachgemäßer Nutzung können sich über längere Zeit in sehr geringen Mengen Rückstände im Wasser sammeln. Dazu zählen zum Beispiel Spuren von Materialbestandteilen, gelöste Metallionen, feine Partikel oder Bestandteile aus Dichtungen und anderen Kontaktflächen. Beim Wechsel des Wassers werden solche Verunreinigungen mit ausgespült. Das Wasser im Kühlkreislauf wird durch die Nachfüllung mit frischem destilliertem Wasser zwar nicht steril, erhält aber insgesamt wieder einen deutlich höheren Reinheitsgrad. Um einem langfristig möglichen Materialverschleiß, Ablagerungen oder Korrosion vorzubeugen, ist unsere Empfehlung daher bewusst vorsichtig. Lieber regelmäßig, also alle 3 Monate, frisches, destilliertes Wasser einfüllen, als später ein vermeidbares und potenziell teures Problem zu riskieren. Besonders interessant ist aber natürlich, was die XMG Oasis in Zahlen verändert. Dafür haben wir das XMG Neo 16 in 2 Varianten getestet. Einmal das XMG Neo 16A25 mit AMD Ryzen 9 9955 HX3D und einmal das XMG Neo 16E25 mit Intel Core Ultra 9 275 HX. Beide Systeme waren jeweils mit einer Nvidia GeForce RTX 5090 und 64 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Wir vergleichen dabei immer denselben Laptop mit interner Luftkühlung gegen denselben Laptop mit zusätzlich angeschlossener XMG Oasis. Getestet wurde im Overboost Extreme Profil. Wichtig ist dabei, wir gliedern die Ergebnisse in 3 Szenarien: CPU-only, GPU-only und CPU plus GPU gleichzeitig. Dabei schauen wir nicht nur auf kurze Spitzenwerte, sondern auch darauf, was nach längerer Last dauerhaft anliegt. Im ersten Szenario belasten wir nur die CPU. Dafür nutzen wir Cinebench R23 Multi über 10 Minuten in einer Dauerschleife. Beim AMD-System steigt die dauerhaft anliegende CPU-Power mit der XMG Oasis von 135 auf knapp 160 Watt. Das sind rund 18% mehr. Gleichzeitig sinkt die CPU-Temperatur von 91 auf 87 Grad. Der Cinebench Score steigt von 38.000 auf 40.000 Punkte, also nur 5% mehr. Das ist für die AMD Ryzen-Plattform recht typisch. Sie arbeitet unter Luftkühlung mit 135 Watt schon recht nah am Effizienzoptimum und kann mit zusätzlicher Energiezufuhr nicht mehr viel Mehrleistung rausholen. Da sehen wir bereits einen deutlichen Unterschied zwischen AMD und Intel. Bei Intel liegt die CPU-Temperatur in Cinebench, welches alle Kerne gleichzeitig voll auslastet, sowohl mit Luftkühlung als auch mit XMG Oasis jeweils bei 95 Grad. Auf den ersten Blick könnte man also denken, keine niedrige Temperatur, kein Vorteil. Tatsächlich kann Intel aber den zusätzlichen thermischen Spielraum für einen deutlichen Zugewinn an Leistung nutzen. Die dauerhaft anliegende CPU-Power steigt von ca. 160 auf fast 200 Watt, also um rund 25%.
Dadurch steigt auch der Cinebench-Score um immerhin 13% von 35.700 auf 40.200 Punkte. Das ist ein sauber messbarer Vorteil für CPU-lastige Anwendungen, zum Beispiel Rendering, Code-Kompilierung oder andere Workloads, die über längere Zeit viele CPU-Kerne auslasten. Beim AMD-System sehen wir also nur relativ begrenzte Mehrleistung, aber dafür etwas niedrigere Temperaturen. Beim Intel-System fällt das Leistungsplus deutlich größer aus, weil die Plattform in diesem Lastfall stärker mit zusätzlichem Power- und Temperaturspielraum skaliert. Im zweiten Szenario belasten wir hauptsächlich die GPU. Dafür nutzen wir den 3D-Mark Steel Nomad Stresstest. Das ist kein einzelnes Spiel, aber ein gut reproduzierbarer Lastfall für GPU-limitierte Gaming-Szenarien, also zum Beispiel hohe Auflösung, hohe Details und generell Situationen, in denen vor allem die Grafikkarte den Ausschlag gibt. Die GPU-Temperatur bei der XMG Neo 16 Variante mit AMD sinkt um 9 Grad von 75 auf 66 Grad Celsius bei ansonsten gleicher GPU-Power von knapp unter 175 Watt. Dieses Power-Limit ist für die RTX 5080 und 5090 Laptop-GPUs von Nvidia fest vorgeschrieben. Nvidia erlaubt hier keine weitere Skalierung nach oben, egal wie niedrig die Temperaturen der Grafikkarte unter Volllast mit der XMG Oasis ausfallen. Auch die CPU läuft kühler, obwohl sie in diesem Test nicht im Mittelpunkt steht. Die CPU-Temperatur sinkt von 64 auf 55 Grad. Interessant ist dabei, die AMD-CPU nimmt sich mit angeschlossener XMG Oasis gleichzeitig etwas mehr Spielraum. Die dauerhaft anliegende CPU-Power steigt von 26 auf 36 Watt. Trotzdem liegt die CPU-Temperatur 9 Grad niedriger als mit reiner Luftkühlung. Der 3D-Mark-Score steigt von 6085 um 3% auf knapp 6300 Punkte. Das passt zum thermischen Verhalten. Die GPU bekommt zwar nicht mehr elektrische Leistung, kann bei niedrigerer Temperatur aber effizienter arbeiten und dadurch etwas höhere Boost-Taktraten halten. Beim XMG Neo 16 in der Intel-Variante sehen wir auf der GPU-Seite ein sehr ähnliches Bild. Auch hier liegt die GPU-Power mit Luftkühlung und mit XMG Oasis jeweils bei 173 Watt. Die GPU wird also auch beim Intel-System nicht durch ein höheres Power-Limit schneller gemacht und ihre Temperatur sinkt von 74 auf 65 Grad. Auch hier sind es 9 Grad weniger. Auf CPU-Seite bleibt die Power beim Intel-System unverändert bei 22 Watt. Dadurch ist der Temperaturvergleich hier besonders direkt. Die CPU-Temperatur sinkt von 70 auf 57 Grad, also um 13 Grad Celsius. Der 3D-Mark-Score steigt von 6138 um 5% auf knapp 6500 Punkte. Auch hier gilt, die GPU-Power bleibt gleich, aber die niedrigere Temperatur verbessert das Boost-Verhalten. Die Grafikkarte kann ihre Leistung effizienter umsetzen und dadurch etwas mehr Performance aus demselben Power-Budget holen. Für Gaming heißt das, in GPU-limitierten Szenarien hält die Grafikkarte ihr Power-Level bei niedrigeren Temperaturen. Das kann leicht höhere Boost-Taktraten ermöglichen, wie man an den 3D-Mark-Scores sieht. Der größere Alltagsvorteil liegt aber bei Temperatur und Akustik. Mit angeschlossener XMG Oasis profitieren GPU und CPU nicht nur von niedrigeren Temperaturen, sondern das System wechselt auch auf eine angepasste Lüftersteuerung. Die internen Lüfter laufen dadurch weniger aggressiv, weil ein Teil der Wärmeabfuhr über den externen Kühlkreislauf erfolgt. Deshalb fällt der Lautstärkeunterschied in der Praxis deutlich größer aus, als es der reine Temperaturvergleich zunächst vermuten lässt. Dass wir hier nur 173 Watt statt exakt 175 Watt sehen, liegt am konkreten Lastprofil des Steel Nomad Stresstests. Moderne GPUs bestehen nicht nur aus klassischen Rendering-Einheiten, sondern auch aus vielen spezialisierten Blöcken, die je nach Benchmark oder Spiel unterschiedlich stark genutzt werden. In anderen synthetischen Tests oder echten Spielen kann die GPU-Leistungsaufnahme deshalb näher an 175 Watt liegen, während Steel Nomad für uns vor allem einen gut reproduzierbaren, modernen 3D-Lastfall mit sinnvoll vergleichbarem Score liefert. Zum Schluss kommt ein Szenario, das bewusst härter ist als normales Gaming. Prime 95 plus 3D Mark Steel Nomad Stresstest. Damit liegen CPU, Grafikkarte und übrigens auch der Arbeitsspeicher gleichzeitig unter durchgehend hoher Dauerlast. Aber bevor es ins letzte und härteste Szenario geht, noch kurz ein Hinweis zur Messmethode. Im CPU plus GPU Szenario nutzen wir Prime 95 statt Cinebench, weil Prime 95 eine sehr gleichmäßige und konstante CPU-Last erzeugt. Cinebench eignet sich hier sehr gut für einen CPU-Score, legt beim Wechsel der Szene aber immer wieder kurze Pausen ein. Für einen kombinierten Stresstest aus CPU und GPU ist Prime 95 deshalb der härtere und für uns relevantere Lastfall. Zusätzlich belastet Prime 95 nicht nur die CPU-Kerne, sondern auch Speicher und Plattform sehr stark. Genau deshalb nutzen wir diese Kombination intern auch zur Validierung des Gesamtsystems. Prime 95 gibt zwar keinen Score aus, aber in diesem Szenario geht es nicht um eine Benchmark-Punktzahl, sondern darum, das System unter dauerhaft maximaler Last zu beobachten. Dieser Test zeigt zuerst etwas Wichtiges über das XMG Neo 16 selbst.
Auch nur mit Luftkühlung hält die RTX 5090 in diesem Test dauerhaft 173 Watt. Die GPU wird also nicht einfach weggedrückt, nur weil gleichzeitig die CPU läuft. Beim AMD-System liegt die GPU-Temperatur mit Luftkühlung bei 82 Grad. Mit der XMG Oasis sinkt sie um 12 Grad auf 70 Grad Celsius. Gleichzeitig steigt die dauerhaft anliegende CPU-Power von 65 auf 110 Watt. Die CPU bekommt also deutlich mehr Rechenleistungsspielraum, während die GPU weiter ihr Power-Level hält. Der 3D-Mark-Score ändert sich dabei kaum. Das ist erwartbar, weil dieser Score weiterhin hauptsächlich die GPU bewertet. Prime 95 selbst gibt keinen Punktwert aus, rechnet mit der XMG Oasis aber mit massiv höherem Power-Budget. Die Primzahlen kommen also mit Oasis deutlich schneller herausgepurzelt. Beim Intel-System sehen wir denselben Grundgedanken. Auch hier bleibt die GPU-Power im Worst-Case-Test bei 173 Watt. Ohne XMG Oasis liegt die GPU-Temperatur bei 81 Grad. Mit XMG Oasis sinkt sie auf 71 Grad Celsius, also um 10 Grad. Gleichzeitig steigt die CPU-Power von 65 auf ebenfalls 110 Watt. Das sind fast 70% mehr CPU-Power unter gleichzeitiger GPU-Last. Die CPU-Temperatur liegt mit XMG Oasis hier 2 Grad höher. Das muss man aber im richtigen Kontext sehen. Die CPU läuft bei massiv höherer Leistung in einer ähnlichen Temperaturklasse. Für die Praxis heißt das, das XMG Neo 16 hält die GPU-Leistung in diesem Test auch mit Luftkühlung dauerhaft aufrecht. Die XMG Oasis setzt darüber an. Sie senkt die GPU-Temperatur deutlich und schafft gleichzeitig mehr Spielraum für die CPU. Das kann bei CPU-lastigen Spielen helfen, aber auch beim gleichzeitigen Spielen und Streamen oder bei Anwendungen, die CPU und GPU parallel auslasten. Und selbst wenn die FPS im Einzelfall nicht stark steigen, verbessert sich das Betriebsverhalten. Niedrigere Temperaturen, geringere interne Lüfterdrehzahlen und ein angenehmeres Geräuschprofil. Und da wir hier immer wieder auch von angenehmerer Lautstärke sprechen, das aber jeder behaupten kann, haben wir uns ein Schallpegel-Messgerät geschnappt. Beim Setup haben wir uns an den Standard von Notebook-Check orientiert. Unser Messgerät steht auf einem Stativ, leicht über Tischhöhe und 15 cm von unserem XMG Neo 16 entfernt. Vor dem Testing haben wir es außerdem frisch kalibriert. Als Benchmark haben wir wieder den 3D Mark Steel Nomad Stress Test genommen und das XMG Neo 16 sowohl ohne als auch mit der XMG Oasis getestet. Als Leistungsprofile kamen die 3 Gaming-Modi des Neo 16 zum Einsatz: Enthusiast, Overboost Normal und Overboost Extreme mit GPU-Übertaktung. Die XMG Oasis lief im Modus automatisch. Die Scores der jeweiligen Modi im Benchmark blenden wir natürlich auch ein. Bei Overboost Extreme handelt es sich um den Modus mit der stärksten Kühlung. Dieser kam im Test ohne die XMG Oasis auf maximal 52,4 Dezibel. Der Unterschied im Geräuschprofil wird nach anschließender Wasserkühlung direkt deutlich, denn die Lautstärke betrug dann als Maximum 47,4 Dezibel, also ganze 5 Dezibel weniger. Im Overboost-Modus ohne GPU-Übertaktung sehen wir eine Maximallautstärke von 49,1 Dezibel, die mit der Oasis auf ebenfalls 47,4 Dezibel fällt. Einen größeren Sprung sehen wir wiederum im Modus Enthusiast, bei dem das Maximum mit Luftkühlung bei 46,8 Dezibel und mit der Wasserkühlung bei 43,1 Dezibel liegt. Rein von den Zahlen her sehen wir also einen teils deutlichen Unterschied. Aber so reine Dezibelzahlen sind doch eher abstrakt, weshalb wir hier mal eine Hörprobe zum Vergleich parat haben. Hört einfach mal rein. Was nehmen wir aus den Benchmarks mit? Erstens, die XMG Oasis ist kein Pflichtzubehör. Das XMG Neo 16 ist auch mit Luftkühlung ein vollwertiges High-End-System und hält selbst im CPU plus GPU-Stresstest die GPU-Power dauerhaft aufrecht. Zweitens, die XMG Oasis senkt vor allem in GPU-lastigen und kombinierten Lastszenarien die Temperaturen deutlich. Je nach Test liegen wir bei der GPU rund 10 Grad niedriger und das System wird wie vorher gezeigt signifikant leiser. Drittens, je nach Plattform entsteht zusätzlicher CPU-Spielraum. Besonders beim Intel-System sieht man, dass der Prozessor die zusätzliche Kühlleistung in deutlich mehr dauerhaft anliegende CPU-Power umsetzt. Für dich bedeutet das, wenn du das XMG Neo 16 häufig stationär nutzt, lange spielst, streamst, renderst oder einfach ein kühleres und leiseres System auf dem Schreibtisch haben willst, ist die XMG Oasis ein sehr sinnvoller Zusatz, weil sie dem ohnehin schon rekordverdächtigen High-End-System zusätzlichen thermischen Spielraum gibt.
Wenn trotzdem noch etwas unklar sein sollte, dann wirf gerne mal einen Blick auf unseren FAQ-Part zur XMG Oasis auf unserer Website. Dort findest du auch das Handbuch. Schau ansonsten gerne mal bei unseren Communities auf Discord und Reddit vorbei und schreib uns deine Frage direkt in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.